Unter Linux ist das Ganze sehr einfach. Wir müssen als erstes den Paketmanager updaten. Das geht unter Debian, Ubuntu oder Mint zum Beispiel folgendermaßen. Sudo apt-get update. Und dann müssen wir die Pakete installieren. Das wären wieder der Compiler und der Debugger. Das geht ebenfalls mit apt-get install und der Compiler ist in dem Paket Build Essential und der Debugger heißt GNU Debugger, GDB. Ja, nachdem das Ganze installiert ist, müssen wir ins Web gehen. Ja, das machen wir genau wie früher auch oder genau wie bei den anderen Betriebssystemen eben auch. Wir googeln nach Qt Download, gehen auf diese Webseite und von dort sagen wir machen Open Source Entwicklung. Ja, get started, download now, keep. So, die Datei ist jetzt runtergeladen. Als nächstes müssen wir wieder hier hingehen in das Terminal und dort machen wir als erstes die Datei ausführbar. Befindet sich im Verzeichnis Download und heißt Qt. So, nachdem sie ausführbar gemacht worden ist, führen wir sie natürlich aus. Dazu braucht man kein Root-Recht. So, und führen die Datei also aus. So, das ist der Installer. Genau wie bei den anderen Betriebssystemen funktioniert das alles gleich. Und wir starten das. Der holt jetzt Meta-Informationen, Paketinformationen vom Web. Nachdem er das gemacht hat, haben wir die Auswahl, verschiedene Installationsmöglichkeiten anzuklicken. Home Q, Qt ist okay. Und hier 5.7, wir brauchen Android zum Beispiel nicht. Ja, das passt. So, dann machen wir die Installation, akzeptieren die Lizenzbedingungen und starten die Installation. So, jetzt spule ich wieder vor. So, die Installation ist durchgelaufen. Und wir sehen jetzt hier, dass wir den Qt Creator starten können. Ich mache das jetzt mal weg, damit wir auch sehen, von wo wir das normal starten würden. Also ich gehe hier eben auf Plätze, Home Folder und da drin befindet sich der Folder Qt Tools und da drin Qt Creator könnt ihr den Qt Creator ausführen. Ja, diese Datei starten und dann haben wir hier schon unseren Qt Creator. Wir machen ein neues Projekt, New Project. Hier kann man eben verschiedene Applikationen wählen, grafische Applikationen. Wir wollen was ganz Einfaches machen, Non-Qt Project und wählen eben den Vorgänger von C++ aus. Das ist C. Ja, das ist eine sehr wichtige Programmiersprache, weil sie eben im Embedded-Bereich mit Mikrocontrollern sehr häufig Verwendung findet. Und das wählen wir aus. Wir nennen das Hello World in C und starten die Installation. Hier wäre zum Beispiel auch Android zum Auswählen gewesen, hätte man das Paket mit installiert. Und genau, so, fertig ist das Programm. Mit diesem Button kann ich das ausführen. Hier und Hello World läuft. Ich kann es wieder schließen. Ja. Interessant ist, dass wir hier im Debugging-Modus sind. Ja, das heißt, wenn ich auf diese Wanze da unten klicke und zum Beispiel jetzt hier einen Breakpoint hinmache, ja, dann kann ich das Programm an dieser Stelle stoppen und untersuchen. Debugging heißt Fehlerbehebung und so sehen wir auch, dass das Programm jetzt an dieser Stelle angehalten worden ist. Ich kann durch nochmaliges Drücken das Programm wieder fortsetzen. Ein anderes Detail, ich kann hier umschalten in den Release-Modus, dann werden die Programme optimiert. Bei diesem kleinen Programm macht das natürlich kaum Sinn, aber diese optimierten Programme sind sehr sinnvoll, wenn man zum Beispiel komplizierte Berechnungen macht. Ja? Okay, die Details dazu werden wir später erklären.